Der Lehm ist ein sehr altes Bauprodukt und dann ist der Lehm ein bisschen in Vergessenheit geraten. Er war einfach braun, er war schmuddelig, das Bauprodukt der armen Leute. Und in der heutigen Zeit haben wir sehr schöne, helle, weiße Putze, wir haben farbige Lehmputze und mit dieser Modifikation ist der Lehm salonfähig geworden. Lehm ist einfach erdig und es ist nicht alkalisch. Ich liebe den Lehm. Das ist wie Heilerde. Wir könnten uns ja wie die Indianer den Lehm ins Gesicht schmieren und kriegen eine schöne Haut dadurch. Ein neu gebauter Bauernhof. Heimat für mehrere Generationen. Die Bauherren legen Wert auf eine möglichst nachhaltige und ökologische Bauweise und ein gesundes Raumklima. Die Innenwände sollen daher mit Lehm verputzt werden. Wir kriegen unseren Lehmputz in großen Big Bags, in so Stofftaschen, die 1 Tonne wiegen, auf die Baustelle. Okay, gut so, kannst du ablassen. Norbert Millich ist gelernter Stuckateurmeister in der 2. Generation und Spezialist für Naturputze. In das Thema Lehm hat er sich richtig reingefuchst. Das ist jetzt unser Grundputzmaterial. Es ist ein Naturlehm, der aus der Erde rauskommt. Man kann sich das so vorstellen, dass man die obere Grasnarbe, wo das Gras wächst, einen halben Meter entfernt, weil da einfach Wurzeln, Samen und so weiter, verschiedene Sachen drin sind. Es ist aber so, dass der Lehm, der aus dem Boden rauskommt, manchmal zu fett und manchmal zu mager ist. Wenn der zu fett ist, dann kommen Sande dazu und dann magert man ihn damit auf. Und dann ist noch zusätzlich Faserarmierung drin, eine natürliche Faserarmierung. Da kommt ein Gerstenstroh rein, das ca. auf 3 cm geschnitten ist, dass der schön zusammenhält, dass der Bindekraft hat. Und wir haben eigentlich einen lehmhaltiger Boden in ganz Deutschland vorhanden. Der Putz kommt jetzt zufällig von Neu-Ulm, was eine halbe Stunde von hier ist, regional. Der kommt nicht von Übersee irgendwoher. Wir haben genügend in Deutschland vorhanden. Das ist eine sehr schöne Sache. Bevor aber der Lehm ins Spiel kommt, muss auf der Baustelle einiges an Vorarbeit geleistet werden. Der Putz kann nicht einfach so aufgetragen werden. Er braucht einen sogenannten Putzträger. Den bringt Norbert zusammen mit seiner Frau Birgit und seinem Sohn Erik an. Sie gehören zu den 5 Angestellten des Betriebes. Ja, dann biegen wir sie gleich hinter rein. Hinter reinbiegen. Genau. Ich hebe sie ein bisschen. So, okay. Dann schieße ich mal da. Dann kannst du bei dir mal heften. Wir haben hier eine Schilfrohrmatte, die dient uns als Putzträger auf dem Holz. Wir sind hier in einem Vollholzhaus, sägeraue Bretter. Und nur auf dem Holz würde der Lehm nicht heben. Er hat zwar Fasern, wie gesagt sägerau, aber das ist zu wenig. Und deshalb bringen wir unsere Schilfrohrmatten quer über die Wand an. Das wird hier im ganzen Raum passieren. Hier wird Decke und Wände alles mit Lehm verputzt. In der Schilfrohrmatte ist ganz bewusst immer ein Schilfrohr drinnen, einer fehlt, einer ist drin, einer fehlt, einer ist drinnen. Dass wenn der Lehmputz jetzt hier in die Matte reingespritzt wird mit Kraft, geht der hinter der Schilfrohrmatte auseinander, umhüllt diese Schilfrohre und kriegt dadurch seinen mechanischen Halt an der Wand. Das ist, wenn man das im Schnitt anschauen würde, schaut es aus wie ein Pilz. Der Lehmputz geht hinter auseinander und dadurch hat er den Halt. Und man sieht hier auch mal ganz gut, dass das so in Bewegung ist und das fängt somit auch Spannungen ab. Wenn Sommer und Winter das Holz einfach arbeitet unter drinnen, wird es über den Putzträger abgefangen, ohne dass der Putz Risse kriegt in der Oberfläche.
Das ist ein sehr alter Putzträger, aber immer noch sehr praktikabel, funktioniert sehr gut. Deshalb nehmen wir das sehr viel ran. Und wenn die Schilfmatten dran sind, können alle anderen Installationsarbeiten folgen. Lehmwände sind perfekt, um darin Wandheizungssysteme zu verbauen. Lehm hat eine hohe Masse und kann deshalb wie kein anderer Putz Wärme lange speichern und langsam wieder abgeben. Eine Wandheizung ist eine direkte Strahlungswärme, die uns im Körper trifft, wenn die Wärme auf uns kommt. Es ist so, wenn die von der Wand in den Raum reintrifft, dass die keinen Staub aufwirbelt. Die lässt alles liegen. Also man muss natürlich schon mal kehren oder mal saugen, dass er auch rauskommt. Aber man hat eher mal den Staub am Boden, aber nicht in der Luft. Deshalb ist eigentlich auch ein Heizungssystem, was sehr allergikerfreundlich ist. Und jede andere Heizung, Fußbodenheizung, Heizkörper, die schaffen mit Luftumwälzung. Und dadurch ist einfach alles in der Luft in Transport, fliegt umeinander und wir atmen das natürlich auch ein. Der Lehm ist durch seine hohe Masse, durch seine hohe Rohdichte das ideale Material, um eine Wandheizung zu füllen. Wenn wir das Zimmer jetzt verputzen, das ist ein Schlafzimmer, normale Raumhöhe, normales Volumen, da sind bestimmt 2 Tonnen Lehm dann hier verbaut als Grundmaterial. Und diese Masse, wenn die sich erwärmt hat, die gibt es ganz gleichmäßig die Wärme ab. Man kann dann auch mal ein Fenster aufmachen, zumachen, der Raum ist sofort wieder warm. Und das ist ein sehr großer Vorteil von Lehmputze, die dick ausgeführt werden in Verbindung mit Wandheizung. Das ist ein ganz tolles System. Okay, dann haben wir alles, gell? Ja. So gut. Ja. Und dann kann endlich die erste Lehmschicht aufgetragen werden, der Grundputz. Wenn wir unseren Lehmputz anmachen, wird der mit Wasser vermengt, um ihn plastisch zu machen. Und das müssen wir sehr gut einstellen, dass der Lehmputz eine gute Konsistenz hat, dass er leicht arbeitsfähig ist. Ich sage mal, wenn er zu dünn ist, dann würde er nicht an der Wand haften. Er würde irgendwann wieder runterrutschen. Und auf der anderen Seite, wenn er zu dick ist, dann können wir ihn nicht richtig mit der Maschine spritzen, an die Wand anbringen, haben da Schwierigkeiten dabei. Es braucht sehr viel Erfahrung, dass der gute Konsistenz hat. Nimm ihn ruhig und zieh, dass der Erik sich leichter tut. Ran an den Schlauch. Hier in unser Haus kommen zwischen 15 und 20 Tonnen Lehmmaterialien insgesamt. Das ist schon nicht ganz wenig. Das ist wirklich Schwerstarbeit. Lehm ist günstig. Norbert braucht also nicht sparsam zu sein. So kann das Material auch seine volle Wirkung aufs Raumklima entfalten. Beim Lehmputz schauen wir eigentlich schon immer, dass wir 2 cm erreichen mit der Putzstärke. Was schon eine ordentliche Dicke ist. Aber wir wollen einfach viel Lehm reinbekommen auch. Man muss immer denken, was noch besser als Lehm ist, ist noch mehr Lehm. Der Lehmputz, der kann ganz schnell und ganz stark Luftfeuchtigkeit aufnehmen, wenn man die Räume begeht, wenn man kocht. Die Feuchtigkeit, die man da produziert, die kann sehr, sehr schnell mit dem Lehmputz aufgenommen werden und er kann es bei Bedarf wieder leicht abgeben. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn man Luftfeuchtigkeit misst, dann sollte die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60% liegen. Wenn sie unter 40% liegt, dann ist die Luft viel zu trocken. Die Atemwege trocknen aus, ist einfach kein gesundes Klima. Wenn sie über 70% ist, dann kann Bakterienbildung stattfinden, was auch wieder sehr ungesund ist. Man kommt in so eine schwüle Luftfeuchtigkeit dann auch
Und deshalb ist generell 50% Luftfeuchtigkeit anzustreben. Und wenn ich dann sehr viel Lehm in meinem Haus habe, dann kriege ich es hin, dass die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 10% rauf oder runter geht, über das ganze Jahr verteilt, was sich dann direkt auf die Wohngesundheit niederschlägt der Bewohner von den Häusern. Mit einer sogenannten Kartätsche muss Norbert dann den Grundputz abziehen, um die Wände zu glätten. Das Arbeiten mit Lehm ist wirklich super. Für mich gibt es nichts Schöneres, wie mit Lehm zu arbeiten. Es ist sehr geruchsneutral, einfach rein. Es ist sehr pflegsam für die Hände gegenüber vom Kalk. Wenn ich mit Weißkalk arbeite, habe ich nach 2-3 Wochen keine Haut mehr auf den Fingerspitzen. Und beim Lehm, wenn man abends heimkommt, hat man fast wie Kinderhände. Also ist wirklich wie Balsam. Ich habe manche meiner Kollegen, die sagen immer, was hat denn der Norbert mit seinem Lehm? Die verstehen das manchmal nicht so. Aber es ist auch diese Plastizität vom Lehm, wenn man den so wegnimmt, Gestaltungsfreiheit wieder anwerfen kann, muss ein Fachmann überzeugen, wenn er offen ist für Materialien. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir da Fingerspitzengefühl. Wir tun alle Häuser ohne Eckschutzschienen verputzen, alle freihand gestaltet. Wir sagen immer unter uns so, das Hirn einstellen auf das, was wir erstellen wollen, die Rundung, die Fläche, wie soll sie ausschauen. Und dann die Handgelenke einstellen, damit man das richtig bearbeitet dann auch. Da gehört sehr viel Erfahrung dazu. Wenn ich einen neuen Mitarbeiter zu mir kriege, dann braucht es schon 2-3 Jahre, dass der das hinbekommt, schöne Rundungen zu erstellen, ohne Leisten, alles freihand rausarbeiten kann. Also das braucht schon eine gewisse Zeit, bis man da wirklich reinkommt. Da kannst du mal vorziehen, langsam. Okay, dann schneide ich es mal so ab. Das ist jetzt ein Armierungsnetz, damit die Wand rissefrei bleibt. So, dann heben wir es mal an. Der Lehmputz trocknet aus und in der Trockenphase hat er einen kleinen Schwund. Okay. Und dadurch können Risse entstehen. Und deshalb tun wir das Netz rein. Dieses blaue Netz ist ein Glasfasernetz. Das ist jetzt nicht direkt baubiologisch, es ist aber die Garantie für die größte Rissefreiheit. Weil dieses Glasfasergewebe dehnt sich nicht, es schrumpft nicht, es bleibt genau wie es ist und verhindert so die Risse am besten. Es gibt auch ein Gewebe aus Flachs, die ökologische Alternative. Es funktioniert auch relativ gut auch, aber wir versuchen immer das Bestmöglichste rauszuholen. Und die Kunden wollen natürlich immer rissefreie Wände haben. Und dann ist das eine tolle Kombi von einem neuzeitlichen Netz in einem alten Putzsystem, was sich einfach sehr gut bewährt. Noch eine Ladung Lehm drüber und das Armierungsnetz ist fest in der Wand installiert und kann seine Arbeit machen. So, okay. Markus, dann kannst du sie nochmal nachziehen, die Wand. Das ist die Resteverwertung. Beim Lehmputz kann man natürlich das, was auf den Boden fällt,
kann ich den restlichen Lehm aufnehmen, kann ihn mit ein bisschen Wasser wieder aufbereiten und habe das gleiche plastische Material. Somit können wir mit dem Lehm arbeiten bis zum Schluss ohne Abfall. Es sind ganz zum Schluss bleiben 1,5 Eimer Lehm übrig, die man irgendwo in einem Loch entsorgt. Es ist ja Erde. Und so können wir abfallfrei schaffen, was mit keinem anderen Material möglich ist. Ja. Also, ja, jetzt an. Wenn wir den Lehmputz an der Wand haben, müssen wir ihn erstmal mit Lufttrockner runtertrocknen, dass er seine Nässe, sein Wasser verliert. Der Lehm hat Strom mit drin, Bestandteile, die dann auch schimmeln könnten. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass es so schnell als möglich trocknet. Dieser Prozess dauert mindestens 2 Wochen. Erst dann kann es mit der Zwischenlage und dem Oberputz weitergehen. Norbert Millich war einer der ersten Stuckateurmeister in Süddeutschland, der vor über 20 Jahren Lehmputze angeboten hat. Beim Umbau ihres eigenen Hauses haben er und seine Frau Birgit ihre Liebe zu ökologischen Baustoffen entdeckt. Das eigene Haus war ihr Experimentierfeld. Also wir haben tatsächlich in den Anfangsschritten Lehm aus unserem Garten genommen. Wir haben, als wir einen kleinen Aushub gemacht haben, auch schöne lehmige Erde gefunden, haben die mit Sand aufbereitet, haben Stroh aufwendig dazu geschnitten und haben uns die Lehmputze selber hergestellt und haben dann die ersten Zimmer dann händisch verputzt mit diesen Materialien, mussten dann aber feststellen, dass das zeitlich überhand nimmt. Das macht so keinen Sinn, dass wir so weitermachen. Und sind dann übergegangen, fertige Materialien zu beziehen, um auch wieder Zeit zu sparen. Der Lehmputz gehört aber schon gezielt eingesetzt. Er eignet sich nicht für alles. Der Lehm hat ein bisschen höhere Gleichgewichtsfeuchte wie ein Kalkputz zum Beispiel und hat eben auch diese Strohfasern mit drin. Und dann muss der Lehm schon wirklich in Räume reinkommen, wo auch wirklich trocken ist. Wenn ich jetzt alte Häuser habe, Bauernhöfe, Umbauten und das erste Geschoss hatte leichte Feuchtigkeit im Mauerwerk von unten rauf, dann wäre der Lehmputz falsch, weil er irgendwann durch diese Feuchtigkeit schimmeln würde. Also der Lehmputz will schon gelüftet werden, er braucht Bewegung, er braucht trockene Räume und dann gibt es aber kein besseres Material. Zurück zur Baustelle. Der Grundputz ist im Untergeschoss mittlerweile trocken. Jetzt können Birgit und Erik die zweite Schicht auftragen, die Zwischenlage. Das ist jetzt ein feiner Lehm. Im Prinzip besteht er auch aus Lehm und Sand, ist aber kein Strohanteil mehr drin und hat da viel feineres Korn. Und man sieht, es ist ein ganz, ganz feines Korn, 0,6 mm Korn. Man muss diese Zwischenlage tatsächlich nicht unbedingt machen. Es gibt welche, die einfach diese Fläche mal ein bisschen abschwemmen. Aber wenn man richtig schön feine, glatte, plane Oberfläche will, dann arbeitet man in der Regel einfach mit der Zwischenlage. Man kriegt einfach hochwertigere Oberflächen hinterher raus mit dem Lehm. Und hier ist ja einfach ein sehr rauer Grundputz. Und wenn ich jetzt direkt mit dem Weißen drüber gehe, würde vielleicht mal was Braunes rausschauen. Es wird ein bisschen buckliger. Und hier hat man jetzt natürlich eine schön plane Oberfläche. Jetzt gehe ich da einlagig später dann mit dem weißen Lehm drüber, füll's ab und habe einfach eine unheimlich schöne Oberfläche. Das ist ohne Farbpigmente. Ton gibt es auch in Weiß, in natürliche Vorkommen bei uns. Man hat weiße Adern, die man abbaut und der wird dann mit weiße Sande aufgemischt, so dass nicht mehr gestrichen werden muss. Der ist fertig in Farbe, nur durch seine Bestandteile. Der Oberputz ist die letzte Schicht, das Finish. Dementsprechend sorgfältig muss Norbert arbeiten.
Die Ecken machen wir zum Großteil rund. Man darf nicht vergessen, dass der Lehm ein sehr weiches Putzsystem ist. Und dann ist eine Rundung, ist ein stabiles Eck, sagt man. Und durch diese Rundung hält es einen Stoß oder wenn ein Staubsaugerkabel kommt, das hält der Lehmputz dann alles aus. Und wenn ein scharfes Eck hier wäre, dann wäre die Ecke relativ schnell beschädigt. Und ich habe immer mal wieder Kunden, die auch gerne Ecken hätten. Ich kann sie dann aber meistens überreden, dass man dann ganz kleine Rundungen bloß macht, die sehr filigran und leicht wieder erscheinen und somit auch einen modernen Baucharakter widerspiegeln. Es muss nicht immer starke Rundungen sein, da geht man auf der Bauherr ein bisschen ein, was ihm gefällt auch. Ich tue jetzt unseren Oberputz mit einer ganz feinen Schwammscheibe abfilzen und mache so die Oberflächenstruktur fertig. Ich kann sie so schön die Unebenheiten beseitigen, weil dadurch ein sehr harmonisches Bild entsteht. Und der Wandputz so wie ein samtweißes Kleid im Hintergrund steht. Im Untergeschoss kann Norbert den Oberputz noch nicht auftragen. Denn hier hat Birgit etwas Besonderes vor. Mit einer uralten Putztechnik will sie ein Muster auf die Wand zaubern. Ein sogenanntes Sgraffito. Sgraffito heißt, ich habe 2 verschiedenfarbige Lagen und kratze aus der oberen Schicht Stellen frei, wo dann die untere Farbe sichtbar ist. Man kann das so machen, dass die dunkle Farbe oben liegt und das Muster hell dann praktisch von unten durchscheint. Aber die Bauherren wollten einfach ihre weiße Oberfläche im ganzen Haus durchgezogen haben. Deswegen haben wir uns entschieden, einen grau-braun-Ton unten drunter zu legen. Und dann aus der weißen Oberfläche dieses Muster rauszukratzen. Und an diesen Stellen erscheint dann praktisch dieser Cappuccino-Ton. Aber ganz so einfach ist das nicht. Birgit kann die beiden farbigen Putze nicht einfach übereinander schichten. Ich trage jetzt auf den unteren Putz eine Kalkmilch auf. Die dient als Trennschicht zu der späteren weißen Lage. Damit, wenn ich jetzt praktisch das Muster anzeichne und den weißen Putz runterholen muss, dann kommt der leichter von dem Braun weg. Die verbinden sich nicht so stark und ich kann einfach ein bisschen leichter arbeiten nachher. Ich übertrage jetzt mein Muster auf die Wand, indem ich einfach alle Linien mit dem Bleistift nachfahre und dann drückt es das in den nassen Putz rein. Das ist wie durchpausen. Man braucht eine ruhige Hand, dass die Linien nicht ausbrechen, dass die Kanten sauber sind. Also man darf zum Beispiel nicht zu tief einschneiden, man will ja nur die obere Schicht durchschneiden und nicht die untere, sonst löst sich die untere auch noch vom Untergrund und das versuche ich ja zu vermeiden. Sgraffito kommt ursprünglich aus Italien, kommt von sgraffiare, kratzen, italienisches Wort. Das heißt, ich kratze eine obere Schicht von der unteren ab und dadurch entsteht das Bild.
und wird ganz viel in der Renaissance verwendet. Und im 16. Jahrhundert kam es dann nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich. Wird viel im Engadin, wurden auch unheimlich viele Häuserfassaden gemacht. Und bis heute ist es eigentlich eine gängige Stuckarbeit. Viel im Kalkputz vor allem. Im Prinzip eignen sich die meisten Putze. Ja. Der Lehm ist natürlich toll, weil der im schlimmsten Fall, wenn er mir zu trocken wird, kann ich ihn wieder annässen. Das heißt, ich habe viel länger Zeit zu arbeiten. Im Kalkputz muss ich wirklich schauen, dass ich hinterherkomme, dass ich, bevor er ganz trocken ist und ich noch kratzen kann, fertig werde. Je mehr man freikratzt, desto mehr ist sichtbar von diesem Endergebnis und es wächst so dieses Bild aus der Wand, ja, es erscheint. Und die Dreidimensionalität, die das hinterher hat, ich finde, die ist halt mit was Aufgemaltem überhaupt nicht vergleichbar. Das heißt, die Arbeit ist mühsam und anstrengend, aber das Ergebnis lohnt die Arbeit. Im Kinderzimmer ist der Oberputz auch fast fertig. Nur eine Wand fehlt noch und da hat Norbert noch ein Ass im Ärmel. Die kriegt ein extra Finish. Diese Farben, die kommen aus der Natur. Man kann Lehmadern finden, die von Weiß bis Anthrazit reichen. Es gibt auch Grün, Gelb und Braun, das in der Natur so vorkommt als reine Farbe, wie das Rot auch. Und dieser Vollton wird dann mit dem Weiß nochmal aufgehellt, um dann verschiedene Farbnuancen zu gewinnen. Das ist jetzt ein mineralischer Glimmer. Das ist aus dem Granitstein. Das sind die Einlagerungen im Gestein. Was da eingeschlossen ist, das wird dann abgebaut und gewonnen. Ist somit Naturprodukt auch, mineralisch. Das ist ein Zusatz, den man dann in der Oberfläche von dem Oberputz sehen soll, wenn er fertig verarbeitet ist. Ich mache jetzt dieses Freibürste, dass unser Glimmer, unser mineralischer Glimmer richtig schön an der Oberfläche liegt. Die sind ja wie so kleine Spiegelstückchen, schaut das aus, wo sich das Licht schön bricht und reflektiert auch. Ja, ich finde es ein sehr schöner Effekt. Das ist immer so eine Wand zur Gestaltung, ist richtig schön. Im ganzen Zimmer wäre es vielleicht ein bisschen überladen, aber so tut man ganz gezielt Akzente setzen. Schaut super aus, oder? Ja, der Glimmer kommt ganz super toll. gut raus. Jetzt für ein Kinderzimmer mega, oder? Ja. Ja. Es muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Gerade die farbige Wand, die wird noch mal heller. 2, 3 Farbnuancen macht es aus. Der Bauherr wird die nächsten 20, 30 Jahre wird er mit Sicherheit keinen Farbpinsel anlangen. Die Wände bleiben, was sie sind. Und wenn seine Kinder irgendwann mal das Haus umbauen und mal eine Wand entfernen, zum einen Durchbruch machen, könnte man den Lehm wieder verwenden, könnte die Bretter drunter wieder verwenden und könnte alles, was man hier rausnimmt, wieder nehmen, um etwas Neues zu bauen. Das ist eine schöne, runde Sache, macht richtig Spaß, so zu arbeiten. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.